Herzlich willkommen zum ersten Modul vom Harfenlernkurs und ich freue mich total, seid ihr hier und möchtet ihr dieses wunderbare Instrument lernen. Für mich eines der schönsten Instrumente, das mich schon über 30 Jahre begleitet und ich habe oft das Gefühl, eigentlich verdanke ich alles diesem Instrument. Nun möchte ich euch ein paar grundlegende Sachen erklären, die in diesem Kurs vorkommen, damit ihr euch dann zurechtfindet in den Lektionen. Und denkt daran, wenn ihr Fragen habt, etwas unklar ist, könnt ihr mich immer kontaktieren, am einfachsten über meine Webseite. Etwas ganz Prinzipielles zu den Harfen aus Paraguay ist die Besaitigung und die Stimmung der Harfe. Für alle die eine quasi europäische Harfe haben, lasst euch nicht verwirren, denn bei den paraguayischen Harfen sind die Farben genau umgekehrt. Das heißt, bei uns ist das F rot und das C blau, während denn bei den klassischen Harfen ist das F blau und das C rot. Also falls ihr eine nicht paraguayische Harfe habt, lasst euch nicht davon beirren, sondern konzentriert euch einfach darauf, dass die Saite farbig ist. Wie schon erwähnt, ist die Harfe auch in F gestimmt. Somit ist die rote Saite unsere Grundtonsaite von hier. Haben wir die ganz normale Dur-Skala, respektive die Paralleltonart wäre dann d-Moll. Und diesbezüglich wäre es sicher hilfreich für die nicht die Namen der Saiten kennen, wenn ihr das noch lernen könntet. Das ist ganz einfach. Also wie gesagt, das Rot ist ja F, die rote Seite, und die Skala, die Namen der Saiten sind F, G, A, B, C, D, E, F. Wenn man beim A beginnen würde, haben wir ganz einfach das ABC. A, B, C, D, E, F, G und dann wieder A. Respektive, wenn wir die Tonleiter spielen, in Dur haben wir F, G, A, B, C, D, E, F. Das ist darum wichtig, dass ihr diese Saitennamen wisst, weil wir ja eben ohne Noten spielen und ich natürlich dann die Namen nenne der Saiten, ob das ein A oder ein F oder ein D oder ein C dann ist. Oder auch in der linken Hand zum Beispiel nenne ich dann das D-Moll oder A-Moll oder das C-Dur oder F-Dur. Das bedeutet dann immer der Akkord von diesen Seiten, also von der F-Dur-Seite der Akkord oder von der C-Dur-Seite oder der C-Seite besser gesagt. Darum ist es hilfreich, wenn ihr das vielleicht lernen könnt. Ansonsten müsst ihr einfach genau hinschauen und die gleichen Seiten spielen, die ich spiele. Und mit der Zeit lernt ihr das dann sowieso einfach durchs Hörensagen. Ich brauche auch viele oder eigentlich alle musikalischen Begriffe, weil das einfach die Sprache der Musik ist und so lernt ihr das auch noch ein bisschen ganz nebenbei, wie gewisse Sachen heißen. Das ist überhaupt nicht schwierig. Viele Wörter kommen aus dem Italienischen. Dann etwas Grundlegendes zur Körperhaltung, respektive zur Haltung der Arme und der Hände. Also gut ist, wenn ihr auf einem normalen oder ein bisschen erhöhten Stuhl sitzen könnt. Es kann auch ein Klavierhocker sein, den ihr in der Höhe einstellen könnt. Das ist natürlich noch bequemer. Und wenn ihr die Harfe auf der rechten Schulter habt, als Rechtshänder oder Rechtshänderin. Bei Linkshänder oder Linkshänderinnen hat man die paraguayischen Harfen oder auch die anderen Harfen in Lateinamerika einfach auf der linken Schulter und spielt dann einfach im Prinzip umgekehrt, das heißt mit der rechten Hand die Bässe, mit der linken Hand die Melodie. Wir
als Rechtshänder oder Rechtshänderinnen spielen die Bässe mit der linken Hand und die Melodie mit der rechten Hand. Wie gesagt, zur Haltung, wichtig ist natürlich, dass ihr einen geraden Rücken habt, aber das sollte man ja sowieso immer haben. Und dann die Schultern immer schön fallen lassen. Also niemals die Schultern hochziehen. Die Schulter schön fallen lassen. Dann habe ich so die Arme in einer ganz natürlichen Haltung, ein bisschen vom Körper weg. Also die Ellbogen sind weder am Körper noch an der Harfe, auch nicht die Unterarme. Und die Finger sind in einer ganz natürlichen Haltung auf den Seiten. Es sollte vom Unterarm in die Hand eine möglichst gerade Linie sein, also nicht, dass man die Hand abknickt, sondern dass man da schön vom Unterarm eine gerade Linie in die Hand geht und da so quasi in die Seiten weiter. Das Besondere bei der paraguayischen Harfe oder auch anderen Harfen aus Lateinamerika ist, dass wir mit den Fingernägeln spielen. Das bedeutet, es ist gut, wenn ihr Fingernägel habt an beiden Händen. Dazu ist wichtig, die Nägel sollten nicht zu lange sein. Also im Prinzip, wenn ihr die Hände von unten anschaut, die Finger, sollten die Fingernägel, die Fingerkuppen um etwa 2 bis Maximum 3 mm überragen. An meiner linken Hand habe ich die ein bisschen kürzer, weil mir das angenehmer ist. Gleich kann ich dazu noch sagen, dass wir nur mit 8 Finger Harfe spielen. Das bedeutet, dass der kleine Finger, der spielt nicht. Aber der sollte ganz natürlich sich möglichst mit dem Ringfinger jeweils mitbewegen. Also achtet von Anfang an darauf, dass der kleine Finger nicht irgendwo ganz verkrampft sich hinstreckt oder auch so zurückzieht. Das kann manchmal passieren, wenn man etwas Schwieriges spielt. Einfach das im Auge haben. Wie genau ich die Finger anzupfe, respektive mit den Fingernägeln anspiele, zeige ich euch jetzt gleich von nah. Die Fingernägel zupfen im Prinzip im 90-Grad-Winkel zu den Seiten die Seiten an. Manchmal wird der Winkel auch so ein bisschen Richtung 45 Grad, je nachdem, was man spielt, aber im Prinzip ist es so, dass die Nägel ganz natürlich ein bisschen wie ein Plektrum die Saiten anzupfen. Das für die rechte Hand. Achtet darauf, dass die Finger nicht irgendwie so durchgestreckt sind, sondern auch hier ganz eine natürliche Haltung der Hand, als würdet ihr ein Glas in der Hand halten, so ein bisschen die Finger rund, so, und dann immer aus den Fingern spielt, also nicht hier knicken, sondern einfach so hier in den Gelenken auch ein bisschen Widerstand geben, wenn ihr die Saiten anzupft. Und den Daumen spiele ich aus dem Gelenk hier hinten. Nicht immer, manchmal spiele ich ihn auch ein bisschen so. Eine Mischung aus dem Gelenk und aus dem Gelenk hier. Das ergibt sich dann ganz natürlich. Also das wäre mal das zur rechten Hand. Jetzt die linke Hand, dafür drehe ich mich jetzt kurz. Die linke Hand spielt auch mit den Fingernägeln, vor allem in den Arpeggios oder im oberen Bereich hier. Und auch hier genau das gleiche wie bei der rechten Hand. Die Nägel gehen, also beim Daumen sind es vielleicht 45 Grad Winkel und bei Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger
spiele ich im Prinzip so parallel zu den Seiten oder auch wenn man will 90 Grad Winkel der Finger, spiele ich so die Saiten an. Wenn ich den Bass spiele, hier unten, diese Saiten spielen wir oft auch mit den Fingerkuppen an. Vor allem die Oktave. Und dann seht ihr, dass ich habe meine Hand fast so ein bisschen abgelegt, weil das ist auch eine Technik, um den Bass zu dämpfen. Das lernen wir aber später, nicht im ersten Modul. Aber dass ihr das schon wisst, bei den Bässen spiele ich oft mit den Fingerkuppen hier die Oktave und dann diese beiden Finger spiele ich mit den Fingernägeln. Manchmal ist es auch eine Mischung zwischen Fingerkuppe und Fingernagel, aber wenn man so lange Nägel hat, kommt man gar nicht drum rum, mit den Fingernägeln zu spielen. Hier also Fingerkuppen, Fingernägel. Somit ist klar, dass die linke Hand sehr beweglich und geschickt werden wird, weil sie, wie gesagt, als Bassbegleitung mit den Kuppen spielt und im oberen Bereich mit den Fingernägeln. Betreffend der Körperhaltung kann es hilfreich sein, wenn ihr vielleicht mal vor einem Spiegel spielt und euch dort ansehen könnt. Oder ihr könnt euch natürlich auch mal mit dem Laptop vielleicht oder auch mit dem Handy selber aufnehmen und dann anschauen und dann seht ihr sofort, wenn an eurer Haltung etwas komisch aussieht oder unnatürlich oder verkrampft. Wie gesagt, eine gute Technik sieht auch immer ganz natürlich und einfach aus, dann ist alles in Ordnung. Und jetzt freue ich mich, mit euch hier zu starten und wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg.